Hallo, ich bin Daniel von Artist Travel und das ist meine rechte Hand. Heute gibt es leider kein klassisches Tutorial. Und ich bin auch kein Dozent. Und das Bild, das wir heute malen werden, wird digital. Aber ich denke, wir werden trotzdem viel Spaß haben. Hi, mein Name ist Daniel, ich bin 21 Jahre alt und ich erscheine heute auf diesem Kanal, um euch den Spaß am digitalen Malen ein bisschen näher zu bringen. Wie im Intro bereits erwähnt, bin ich leider kein Dozent. Jedoch bin ich hier bei Artist Travel als Mediendesign-Student angestellt und schneide und produziere zum Beispiel die Videos auf diesem Kanal. Doch in meiner Freizeit greife ich auch schon mal selber gerne zum Stift. Und die schon seit über 7 Jahren digital. Und nun möchte ich mit euch einen kleinen Halloween-Charakter erschaffen und daraus sogar ein ganzes Bild entstehen lassen. Ich werde das Ganze als eine Art Speedpaint am iPad mit Procreate machen und euch hier und da sagen, wie und vor allem warum ich es so male, wie ich es gerade male. Erwartet dabei aber nicht zu viele Lerninhalte. Ich denke trotzdem, dass das ganz gemütlich werden könnte. Nun lasst uns nicht länger rumreden. Legen wir direkt mal los. Mit jedem Bild, das ich male, möchte ich eine Geschichte erzählen. Und da wir hier einen Halloween-Charakter erschaffen, liegt der Fokus bei uns im Character Design. Der Charakter sollte für mich Halloween repräsentieren und so gruselig und furchteinflößend sein, weswegen ich mich für einen Kürbismann mit besonders langen und spitzen Fingern entschied. Jedoch sollte er für mich ebenso liebenswert und humorvoll sein. So machte ich ihn zu einem pizzabackenden Kürbismann, der durch seine spitzen Finger eigentlich viel zu ungeeignet für seinen Job ist. Trotzdem entschied ich mich dafür, dass er dennoch stolz auf sein Ergebnis ist und man dieses in seinem Gesicht erkennen kann. All diese Gegensätze habe ich nun versucht schon in der Vorskizze zu vereinen und harmonisch in diesen Charakter einfließen zu lassen. Ob mir das gelungen ist, sehen wir aber erst zum Schluss. So, jetzt ist die Vorskizze von unserem Kürbismann gemacht und jetzt fange ich an, den zu kolorieren und mal schauen, wie das so wird. Bevor ich mit dem eigentlichen Kolorieren anfange, mache ich mir zu Beginn oft eine Farbskizze, um meine Farbpalette zu definieren und den richtigen Mut zu finden. Dieser Schritt half mir zum Beispiel die erste Überlegung, den Kürbismann halbnackt und somit zu einem Großteil orange werden zu lassen, zu verwerfen. Das war einfach zu viel und schlussendlich sollte er einen relativ neutralen Kochanzug bekommen. Beim Kolorieren beginne ich dann meistens mit dem Gesicht. Erste Schatten- und Lichtpunkte definieren die grobe Form und Schicht für Schicht arbeite ich weitere Details aus. Ich finde, im Gesicht kann man meistens schon den gesamten Charakter und auch seine Eigenschaften ablesen. Aus diesem Grund fange ich auch immer damit an. Es macht dazu auch einfach enorm viel Spaß. Beim Kolorieren achte ich natürlich darauf, dass ich meinen Objekten auf dem Bild durch das Setzen von Schatten und Lichtpunkten Plastizität verleihe. Gleichzeitig fokussiere ich mich bei meinen Bildern auch stark auf die Lichtfarbe. Besonders helle Stellen, die nah an meiner Lichtquelle, in diesem Fall einem warmen Mondschein, werden eher orange, gelblich und hell, wie zum Beispiel die Finger mit der Pizza oder auch sein Gesicht. Je weiter sich ein Objekt auf meinem Bild von der Lichtquelle entfernt, desto dunkler und vor allem bläulicher wird es. Durch die Komplementärfarben Orange und Blau entsteht so noch ein weiterer Kontrast und das Bild wirkt harmonischer und spannender. Und nach diesen Prinzipien koloriere ich dann auch das ganze Bild.
Die Pizza jedoch stellte sich für mich nochmal etwas komplizierter dar. Ich wollte sie natürlich nicht einfach so belegen, wie ich es für schmackhaft halte, sondern wie sie das Bild am meisten unterstützt. Wenn ich zum Beispiel zu viel Käse drauflegen würde, wäre es nur eine weitere Farbfläche und so ziemlich unspektakulär. Eine Pizza ohne Käse wiederum ist auch keine richtige Pizza, oder? Schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare. Schlussendlich entschied ich mich für eine Pizza mit Salami, Mais, Basilikum und ein wenig Mozzarella. Insgesamt eine bunte Farbpalette, die trotzdem in mein Farbschema passte. Nach der Pizza war der Charakter fürs Erste fertig und ich konnte mich an den Hintergrund setzen. Wie bei einem Osterhasenbild, das ich mal gemacht hatte, sollte der Hintergrund ziemlich simpel werden und es einfach sein, sich auf den Charakter zu konzentrieren. So wollte ich den Hintergrund erst in Anlehnung von Van Goghs bekannter Sternennacht gestalten. Aber so ganz klappte das alles irgendwie nicht. Dann kam ich doch auf die Idee, ihn in ein größeres Setting zu platzieren. So entschied ich mich für einen Wald, der seinem Charakter entspricht und so gemütlich und leicht gruselig zugleich wirken sollte. Um hier die Tiefe möglichst effizient zu erzeugen, ergänze ich an vielen Stellen einfach nur Pilze und Kürbisse, die eine Art Detailverliebtheit vorgaukeln sollten. Damit es aber noch detaillierter und harmonischer wirkte, ergänzte ich 3 konkrete, einzigartige Details in Form einer Spinne, einem Spinnennetz und einer kleinen Kerze auf einem Baumstumpf. Durch diese 3 Gegenstände wirkt der ganze Hintergrund für mich plötzlich viel tiefer und detailreicher. Man denkt direkt, es verbirgt sich noch viel mehr in diesem mystischen Wald, auch wenn es nur weitere Kürbisse und Pilze sind. Und diesen Trick habe ich für mich selbst bei diesem Bild erst herausgefunden und angewandt. Und ich denke, das werde ich auch noch bei meinen nächsten Bildern beibehalten. Nachdem dann alle Details in den Hintergrund gesetzt wurden, beginnt für mich die Finalisierung des Bildes oder auch der sogenannte Verbindungsprozess, bei dem ich dann alle Elemente auf dem ganzen Bild nochmal durch weitere Schattierungen und kleine Details wie zum Beispiel Grashalme oder Steine ergänze. Das geht meistens sogar verhältnismäßig schnell, sorgt aber dafür, dass das Bild wirklich zu einem Bild und somit fertig wird. Wir möchten in Zukunft die Videos auf diesem Kanal noch weiter ausbauen und so auch mehr und ausführlichere Tutorials zum Thema digitales Malen mit Procreate oder Retuschen mit Photoshop für euch produzieren. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr sogar konkrete Videowünsche habt. So, und jetzt bin ich hier fertig mit meinem Bild, aber mit Procreate war es das noch nicht bei mir so ganz. Die Finishing Touches mache ich immer noch in Photoshop. Und wie das fertige Ergebnis jetzt aussieht, das seht ihr jetzt. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Lasst es mich doch in den Kommentaren wissen, ob ihr vielleicht noch mehr in der Richtung sehen wollt und vielleicht auch mal von einem richtigen Dozenten. Abonniert uns, lasst eine Bewertung da, aktiviert die Glocke und jetzt Happy Halloween. Tschüss!